Goedemorgen. Mijn vriend had vandaag 's morgens hier te zijn en de gelegenheid had een beetje met te delen van God zijn woord. En dat thema wat ik vandaag wil hebben, dat is een beetje over hoe weit bist du Jesus nu gevolgd. En zo, vandaag in de wereld er zijn mensen die leren nach nu Jesus in terugkomen. En entschuldigt me, er sind Menschen, die leren noch nicht Jesus sein erstes Mal kommen. Sie glauben noch nicht, dass der Rade gekommen ist. Und du sind auch noch Menschen, die glauben, dass sie wollen diese Welt erben. Und so, ich denke darüber, wo weit sind wir Jesus nu gefolgt. Wir sagen an den Bibelvers von dem Thema Johannes 17, Vers 25, dort sagt, wer mich deinen will, der moet mij nu volgen, en wo ik zie, zal mijn deiner ook zijn. En wer mij deinen wordt, den wordt mijn Vader ehren. Johannes 17, 25. En so von der wil we kijken wat Jesus zijn leven weer, en wo weit wir zijn nu gevolgd. En wenn wir in Jesaja lesen, dann, du weißt bloß, was Versen lesen, wird nicht viel sein. Aber in Jesaja 17, 14 bis 16, du hast dort ja prophezeit, dass Jesus wird geboren wurde. Und dann wieder in Jesaja 9, Vers 1, du redest dort auch von Jesus, dass er wird geboren wurde. Und was er tun wird. Und das sagt, du hast dort Joch, was an Doel trägt, den Stock, mit dem sie ihre Schultern treten, in der Wipp, mit der sie gejagt worden, alle zwei brechen. Und so dort wir prophezeit, dass der, was kommen wird, dass der Joch, was an Stuhl trägt, mit der Wipp, was wir ihre Schultern kriegen, dass der wird ganz zwei brechen worden. Und dort wir prophezeit, dass Jesus dort tun wird. Und dann wieder sagt dort Volk, dort am diesteren Ramdient, hat ein groot Licht sein, ab der, wat ein dort durchgeschlagen lohnt wunden, schient dort nu dag. Und so, dort ist, was Jesus wird tun für uns. Und so, nu wollen wir ein bisschen wo weit sind wir am neuen Fall. Wir gleichen alle Weihnachten. Weihnachten ist ein von den großen Helden, wo ganz rum Welt gefeiert wird. Und so, wir gehen Weihnachten ist, dort wo die Horde, die sind das große Licht. Und sie gehen dann Stall und durch die Krabben, dort ist das Baby Jesus geboren. Aber sie bleiben da nicht. Sie gehen wieder und sehen Menschen dort, dass Jesus geboren wird. Und Jesus bleibt auch nicht an der Krabbe. Und so, wenn wir lesen an Lukas 1, Vers 26, und wir werden nächste Zeit noch an Lukas sein. Und so, Lukas 1, 26, du sagst, an der 6. Monat wird der Engel Gabriel von Gott nur der Stadt Nazareth in Galiläa nur eine Mail geschickt, der Josef uit David sein Stamm anvertraut wird. In dem Jahr heißt Maria. Und der Engel kam bei ihr nahe und sagt, ein Gruß an die, du Begnudigte, der Herr ist mit dir, sei wir aber überrascht über den Gruß und wundert, was dir zu bedienen hat. Der Engel aber sagt zu ihr, Maria, fürcht dich nicht, du hast bei Gott Gnade gefunden, und so einmal, du wirst schwanger sein und wirst ein Sohn zur Welt bringen, und du sollst am Jesus nennen. Der wird groß sein, und den Allerhöchsten sein Sohn genannt worden. Und Gott, der Herr, wird am sein Vater sein Thron geben, und er wird ewig über Israel König sein. Sein Königreich wird niemals ein Ende nehmen. Und so dort ist Jesus Christus, was geboren ist, für uns. Und, aber Jesus bleibt nicht an der Krabbe. Und die Schubhort bleiben auch nicht durch. Und so, wenn wir wieder lesen, dann, Josef von Nazareth, er ging nach Galiläa, nach Bethlehem, in Judäa, weil der Stammvater, der König David, durchgeboren wird. Und so, sie mussten durchgehen, sich anschreiben lassen. Und weil sie durch sind, weil sie in Bethlehem werden, dann kam die Zeit, dass Jesus geboren wird. Und so haben wir eine Vorderkrabbe geboren und dort wurde die Schubhort dann kommen und dort alles ist dort befangen.
Und so dort ist ein bisschen Port von Weihnachten. Und so, wenn wir hier lesen, und es sagt, und als der Engel war, trägt um Himmel fuhren, sehen der Hort einer zum anderen. Dann, weil wir nu voets naar Bethlehem gehen, en de Geschichte und Jezeken, en der Haar ons haft weiten loten, en zij spouden zich dat zij handkeimen en vangen Josef en Maria, en doet ook dat kind dat aan de krab lag. En zij dat kind gezoinen hadden, vertaalden zij allemaal. So zij hielden dat niet voor zichzelf. En so meine Frau als für uns. Wenn wir sind bei dem Punkt gekommen, dass wir da glauben, dass uns Heiland geboren ist, holen wir dort für uns selbst oder gehen wir dort wieder verteilen? Und sagt, ihr seid verteilen, alle Mann dort, wird von dort Kind wie gesagt worden, und alle, die dort hielten, wunderten sich darüber, was der Schubhort an zu verteilen hatten. Und Maria aber leidt sich jeder Wort zu horten gehen und dachte darüber nur. Und dann sagte er, und der Hort gingen weiterträgt und lobten und verherrlichten Gott für alles, was sie hier in geseinen hadden. Und so, hier kann wir sagen, diese Schubhort, sie verherrlichten alles, was sie hier in geseinen hadden. Und so, meine Frau ist für mich selbst vielmal, wo sie eigentlich an meinem christlichen Leben, so an uns geistlichen Leben, leben wir nach Jesus, oder sind wir aber den Punkt gekommen, dass wir glauben, dass Jesus ist geboren. Und einmal dann gleich wie bloß Weihnachten haben. Als Christen, wir sind noch bei der Krab. Wir glauben, dass uns Jesus geboren ist. Aber wir sind noch nicht von der Krab weggegangen. Wir sind noch nicht wiedergegangen. Und Jesus bleibt auch nicht durch. Und weil er 8 Jahre alt wird, dann wird er in den Tempel genommen. Und da wird angesehen, die Älteren, die sehenden und geven am Eva nu Gott. Und so, wir wollen dort nicht alle lesen, aber was sie dort hat, in Lukas 2, Vers 39 und 40, du jetzt trägt nu Nazareth. Du sagst, und als Josef und Maria alles getan haben, was Gott sein gesagt verlangt, gingen sie trägt ein Haus nu Galiläa, nu in eine Stadt Nazareth. Das Kind war groß und stark und wir voll Weisheit. Und so, dit is ook wat we zullen. We zullen wachsen en Weisheit en met God genoeg hebben. En dan hebben we niet veel wat hier in Lukas, wat hij 12 jaar oud is. En dan gaan de ouderen waren, zoals dat dan moet weer jeder jaar in een tempel te gaan. En hier werden ze ook waren in een tempel gegaan. En Wils de ouderen al 3 dagen op weg zijn naar huis, dan worden ze aan 12 jaar jong Jezus als niet met aan. Dan gaan ze terug en ze vingen aan een tempel waar hij leren deed. En zo hij weer vol wijsheid en ze wonderden zich wat deze 12 jaar jong alles weten deed. En zo, aber dat is wat hij zegt. Hij zegt dat we God had geroopt voor de arbeid en dat is wat hij deed. En van door gaat hij dan naar huis en dat zegt hij was aan zijn körper, hij was groot en hij was een wijsheid. En dan hebben we nog niet van ons Jezus, dat hij bij een 30 jaar oud was, waar hij dan getauft wordt van Johannes. En zo, en dat is waar zijn arbeid aanvangt. Wils de hele Jezus raufkwam op aan, wils hij gedoopt wordt van Johannes. Dan fängt seine Arbeit an. Und wir wollen Luther ein bisschen nur dort checken, wo seine Arbeit anfängt und was alles seine Arbeit wird. Und so, nu wollen wir schon mal checken, wo wir sind Jesus nur falsch, aber wo wir sind an uns geistlichen Leben. Sind wir noch bei Weihnachten, bei der Krab, oder sind wir all bei den Kreuz gekommen? Hast du dort all bist du bei den Kreuz gegangen mit alles? In Lukas 23. So, wir waren eben bei Lukas 23 und fangen an 33. Lukas 23, 33, du sagst dort, in uns sei bei den Schädelplatz kämen, kriegten sei Arm durch. Und auch die 2 Verbrecher, einem an der rechten und den anderen an der linken Seite. Und dann sagt Jesus, Fuhrer verjaffen, weil sie wollten nicht, was sie tun. Und sie tragen Lasser
sich seine Kleider anzuteilen. Und die Menschen stünden in checkten Tau, und sogar die Volkslehrer mit der anderen Taub dreiven ihren Spott über an und sehen, hat andere geholfen, und wenn Christus Gott sein Uitgewählte ist, dann lut sich nu selbst helfen. Und die Soldaten dreiven auch ihren Spott mit und kommen und bauen süren Wein an. Und sehen, wenn du die Judenkönig bist, dann help die selbst. Und wie ein Griechisch, Latinisch und Hebräisch. Das ist der König von Judäa. Und dann Vers 39 und 40 und 42, weil wir ein bisschen nachchecken, du sagst dort, in Vers 39, du sagst dort, dann lasst dort einer von den Mörder umtritt, über Armen seht. Wenn du Christus bist, dann help die selbst und auch uns. So hier wird der zweite Stück, die wir mit Armen gekriegt sich, einer an der linken und andere an der rechten. Der eine, später nachher Jesus und sagt, wenn du die König bist, warum ratst du nicht selbst und uns auch alle? Und so, das wäre bad, bei den Krieg zu kommen. Und der andere sagt aber der andere beschwichtigt Amen sagt, feierst du nicht mal einmal Gott, willst du best unter der selbste Verdammnis. Und wir kriegen mit Recht den Lohn, den wir verdient haben. Aber das Mann hat nicht aschuldig getan. Eingeschächtet getan. Und so das andere, da steht da tau, sagt den Lohn, was sie durchkriegen umtritt, den haben sie sich verdient. Aber sagt der Jesus, als der ganz ohne Schuld. Und so, sei wie bei dem Krieg zu kommen, in Stunden der tau, dort wir uns dort verdient haben, Krieg zu sein. Dort Jesus du ans Platz nehmen deit. Das einer stand der tau, er sagt dort, der Strafe hier Krieg, wir haben uns wirklich verdient, aber das andere, Jesus, der ist aschelig, der hat nichts, was Arrechtet getan. Und dann in Vers 32, dann seht er zu Jesus, Herr, denk an mich, wenn du an den Reck nankommst. Und Jesus sagt zu ihm, ich sei dir die Wahrheit, du wirst von dir mit mir in Paradies sein. Und hier kann wir sein, dass wenn wir bei den Krieg kommen, wir müssen uns hingeben in der Tauschstunden, dort verdient haben wir uns dort, aber dass Jesus uns Platz nehmen wird. Und dann, wenn wir wieder gehen an Vers 44 in Lukas 23, da sagt dort wir nu klok 12 am Mittag, dann wird dort bei klok 3 Mittag über die ganze Welt diesta. Und die Sonne verdunkelt, und die Gardinen im Tempel reit, und der Maid hinein. Und Jesus schrie mit einer lauten Stimme, sagt, Vater, ich befehl meinen Gästen an deine Hand. Und so hier gibt Jesus ganz ab. Und dort ist uns alle Leben, wenn wir um Krieg kommen, wir müssen das andere, was du Krieg sich wir müssen auch ganz von uns selbst abgeben und uns an Jesus und an Vater seine Hand legen. Und dann, und als er das gesagt hat, starb er. Und so meine Frau ist, sei wie bei den Krieg zu kommen, und stehen wir dann haben wir mit unseren großen Gewichten auf den Schultern, oder haben wir dort Krieg aufgelegt und dort die Leute gestorben. Jesus starb du mit allen, wenn du die Sünde hast, alle nur Jesus gebraucht Krieg, dann starb du mit Jesus taub. Aber Jesus bleibt nicht Krieg. Und diese andere auch nicht. Der war drauf genommen, der wurde begruft. Jesus wird begruft, und aber er bleibt auch nicht am Grab. So, in uns jährlichen Leben, wenn der alle Mensch begruft wird, das war als Tod, aber dann steht du in Niet ab. Wenn Jesus abstundet, dann wie er eine neue Person, dann wie er wird Niet. Und dort ist auch, wenn wir uns ganz hingeben und uns alle Leben Krieg bringen, und dort sterben der mit Jesus taub, und dann stehen wir ab, wir bleiben nicht tot. Dann fängt noch mal das Leben an. Und wenn wir wieder lesen, dann in Lukas 23, Vers 50, du sagst, nu wie Josef, ein Rutshaar, ein golden abreicher Mann, gerut durch, und hat einen Rut und Handel nicht mit eingewilligt. Er wir von der jüdischen Stadt Arimathäa, und lüd
auch nur das Gottesrecht. Und so, wenn wir hier wieder lesen, hier können wir sehen, wo das Josef, Jesus am Grab liegen deed und de früheste Milken in Charpareid, zodat du am Grab gelegt worden. Und wenn sie wollen sich sparen wollen, du wieder der Sabbat. Und so dann kommen wir bei Ostern. So, wo sind wir an uns jährlichen Leben? Sind wir noch bei der Grab, wir sind bloß so froh, dass Jesus geboren ist? Oder sind wir auch bei den Kreuz gekommen und haben alles bei den Kreuz gebracht und haben ganz abgegeben an uns selbst? Und, oder sind wir noch dort am Grab? Ostern kam. Und dort, wo Jesus abstand vom Tod. Und Lukas 24, Vers 1, Vers 12, da sagt dort, dann den ersten Tag an der Werk kamen sie in die Wasser unter Frühs mit an Tiris Samarias num Graf und brachten die Kriegerie, die sie reingemacht hatten, aber aus sei Hand kamen, wie der Stein auf dem Graf weggerollt. Dann gingen sie nahen, aber fingen den Herrn Jesus sein Körper nicht. Und während sie noch nicht so recht wussten, was du verging, kamen 2 Männer und schlagwitte Kleider nur an. Der ist nicht hier, der ist abgestoßen. Denkt daran, was heute jün seht, was er noch in Galiläa wird. Was sei dann verschrocken und sich mit den Gesicht bei der Erde bauen, sehen die zu am. Worum seht ihr den Lebenden mang der Gestorbene? Hier kann wir sagen, dass die kamen um Graf und Jesus wie nicht durch. Und dann kamen die 2 Männer in witte Kleider und sehen zu ihnen, das wir alle gesagt worden, worum seht ihr nach der Lebende mang der Tote? Und so wie hand leben. Und einmal, und dann denke ich, so wie uns Christen, wir gehen Raum nach uns, wenn wir tot sind. Wir sehen nach Leben beim Graf. Aber das sagt hier, worum seht ihr der Lebende mang der Tote? Das ist nicht hier, das ist abgestoßen. Und es heißt, die Menschen sehen, mit der Sünder an der Hängegift und gekreuzigt worden und am 3. Tag abstoßen. Dann dachten sie an seine Wied, dann gingen sie träg vom Grab und verteilten dort der 11 und all die anderen. Dort waren Maria, Magdalena, Johanna, Maria, Jakobus, seine Mutter und noch andere mit an, die der Apostel dort verteilten. Sie überhielten dort verladene Wied, ohne Meinung. Und so willst diese, was beim Graf werden gewasst, diese Frühe, sie kommen trägen und verteilen all die anderen Apostel dort, und sie wollen nicht glauben, sie teilen dort verladene Wied. Aber dann du das Petrus, uns Bruder Petrus, der stand ab und rannt um Graf und bekickt sich und backt sich an und sagt, du sagst nicht aus der Leichenzeug Lehrkes legen. Und er ging davon und wundert sich, was passiert wird. Und so hier können wir sehen, dass Jesus als abgestoßen, er ist nicht mehr am Grab. Und kriegt so als auch ans alte Leben, da ist gestorben, da ist begruft, und dann stehen wir ab und wir haben nie das Leben. Wir sind nicht mehr am Grab. Und das alte wird verheer wie das ist nicht mehr. Und mit dem will ich lesen aus Galater 2, Vers 19 und 21. Diese Versen, die sind mir sehr, sehr viel wert. Das sagt er, ich sehe dort Gesetz, für das Gesetz gestorben, dass ich für Gott leben kann. Ich sehe mit Christus mitgekreuzigt, dass sie eigentlich nicht mehr ich, der du lebst. Dass Christus, der an mir lebt, das Leben, das ich hier am Fleisch lebe ich am Glauben und Gott seinen sehen, der mir Gott wir in sich selbst für mich handelt. Ich stelle Gott seine Gnade nicht zu sehen, weil wenn wir durch das Gesetz können gerecht werden, dann wir durch keine Ursache, dass Christus hat sterben muss. Und diese Versen, die meinen sehr viel zu mir. Das ist nicht mehr ich, was lebt, das alle ist gestorben, und das ist Jesus Christus, was nu in uns leben wird. Und dort, wo wir uns mit prüfen, und wir tun uns nicht prüfen mit uns eigenen Worten. Wegen was wir uns selbst tun, das ist so schön für uns für Gott. Und so, das ist nicht mehr ich, was lebt, aber das ist Jesus Christus, was in uns leben wird. Und
So, das nächste war ein klein bisschen reden über die, ob den Wasch nu Emmaus. Und so, hier kann wir sein, dass du werden zwei von an, wir gerud den Tag auf den Wasch nu Emmaus. Ein Dorf ungefähr 7 Mil von Jerusalem. Und sie unterhielten sich untereinander von all dort, was passiert wird. Und während sie sich unterhielten und ihre Frauen hatten, nur dass Jesus sich an und ging mit und beantworten die Juden geholen. So, Jesus nur dass sich nur diese 2 Männer hier, was sich da unterholen, was alles passiert wird, diese letzte Werk. Aber Jesus nur dass sich in den wir die Juden geholen, dass sie nicht können sein, dass Jesus wir wurden mit ein wir. Und sagte, dass sie nicht kennen können. Und er sagte ihm, von was redet ihr, als sie taub die Leine in den Wasch gingen? Und so Jesus, der dat sich ein bisschen, von hey, ich weiß, was da alles Reiche passiert ist. Von was redet ihr hier? Und dann sagen sie standen still, dann frug am Kleipers, einer von an, bist du der einzige Fremde in Jerusalem, der nicht weiß, was in dieser Deel passiert ist? Er frug ihm, was meinst du? Sie sagten, dort von Jesus von Nazareth, ein Prophet, vergaten Menschen, mit Kraft hängen seine Wehen, auch seine Worte. Und wo an sich, hohe Priester und Bewusste am Handgeben, dort er zum Tod verurteilt und gekreuzigt wird. Wie aber hupten, dort wir, die Israel freimachen wird. Und so, sie hupten. Und sie können dort nicht sein, dass das wirklich die wir wegen ihrer Juden werden geholen, dass sie das nicht sein können. Und sagte, wie hupten dort heute wir, der Israel freimachen wird. Und bovenaan, das ist all der 3. Tag, nur dem dort passiert. Und dann und noch haben einige von der frühes ans verschrocken, die tätig beim Grab wären, und sie in den Körper nicht fangen. Die kamen trägen sehen, sie hatten einen Engel gesehen, der gesagt hat, dass er lebt. Und einige von uns gingen zum Grab und fangen dort Krach so, was der frühes gesagt hatten. Aber arm hatten sie nicht gesehen. Wegen ihrer Juden, sie können nicht sein, ihre Juden wieder holen. Und dann sagt er ihm, wo dit jünt Sturmport genoren, dat so lang, dort alle zu glauben? Und das ist das, fällt einer sich einmal an Leben, wir gehen durch und dann, unsere Juden werden tau. Unsere Juden werden tau, wir können das nicht sein. Aber da kam eine Zeit, wo unsere Juden waren abgemerkt und dass wir sein können. Und so, wegen sie hupten nach mir einmal. Aber wenn Juden einmal waren abgemerkt, dann können sie klar sein. Dann weiten sie, brauchen sich bloß einmal über hupen. Und sagte, was die Propheten geredet haben, und er fängt von Moses an, und die Propheten ihre Schriften an, und lehren dort aus. Und was von ihm gesagt wird, und sie kamen dicht bei das Dorf, wo sie hingingen, und er deut so, als wenn er wiedergehen will. Und so, ich glaube, saßen wenigstens falsch, habe ich ausgelöst, aber anyway. So hier Jesus stellt sich das, wenn er bloß wird wiedergehen, und dann sagen sie aber, Tom, sie sehen, er soll bei an bleiben, weil es dort all oben wird. Und so, sie hatten ein Verlangen, dass diese Person, sie wissen noch nicht, dass es Jesus wird, was mit am Gehen deit, dort sie soll bei an bleiben. Und wir all nicht viel da geblieben, dass wir all dies da waren. Und dann gingen sie an, dort zu bleiben. Und als jemand am Tag wir und da sagt, nahm er das Brot, dank dafür, brücht dort und jäuf am dort. Dann gingen an die Juden ab und sie kannten ihn. So hier hatten sie Gemeinschaft mit Jesus, sie gingen ab und weg und hielten sich von alles, was da passiert wird, und sie kannten ihn nicht. Und ich denke so, wo weit sind wir mit Jesus mitgegangen? Sind wir ab und weg, ab und mehr gegangen, mit Jesus taub, und wo wir nach Gott sein können, unsere Juden wieder geholt, dass wir nicht sein können. Und dann bauen wir an der Stufe nachgehen, und dann sagt er dir, und dann gingen die Juden ab und sie kannten ihn.
sind unsere Augen aufgegangen, dass wir Jesus kennen, dass wir weiten, dass Jesus ist abgestanden, dass er nicht tot ist, dass er lebt. Und kurz will ihre Augen aufgehen, dann verschwand er. Und dann sehen sie einer den anderen, branden unsere Horten nicht an uns, als er auf den Weg mit uns redet und uns die Schrift auslädt. Nu dachten sie träge, und denken sie, wow, unsere Horten, die branden, will sie mit uns die Schrift ausleiten. Wenn Jesus heute auf dem Weg, hat er die Schrift alles ausgeleitet, was passieren soll. Und ich denke mal, brand unsere Horten an uns, wenn wir die Schrift lesen, und uns die Augen aufgehen und die Gäste uns reden. Wo weit sind wir mit Jesus mitgegangen? Aber sie bleiben nicht hier. Dort nicht ihre Augen wieder aufgegangen und Jesus verschwand. Das wir gelesen haben, dass wir all dies da, dass wir Lutz oben, so hat 7 Meilen zu Fuß gegangen. Und dann sagt es hier, und sie standen fuß ab und gingen träg nach Jerusalem. So, sie zweifelten nicht. Danach träg, am nächsten träg nach Jerusalem. Und sie fangen auf, du mit am Tod wären, und du sehen, der Herr ist wirklich abgestanden und hat sich Simon festgestellt. Und sie vertelten dann, was hingeweis passiert wir und wo sie an dadurch gekannt haben, dass er das Brot gebrochen hat. Und so, hier kann wir sagen, dass wenn uns die Augen aufgehen, dann ist das dann, dass das Lot zu uns ist, ob wir meid sind, aber dann gehen wir träg nur die Menschen, die wir live haben, wie sie antworten, wir teilen mit ihnen mit, dann sind die Augen gekommen, wie kann Jesus nur das abgestanden, er lebt. Und sie bleiben nicht durch an Emmaus, sie gingen träg nach Jerusalem. Und so, dort ist meine Frau, wo weit sei wir Jesus neu gefallen? Haben wir den am Weg begegnet, wo er uns reden hat und uns die Augen aufmerkt, dort wir am Tande. Und dann wieder an Lukas 25, Vers 36. Du begegnet Jesus, die gingen an Jerusalem. So du kommst die Träg, wo die gingen, dann waren alle taub an Jerusalem sind, du begegnet Jesus an. Und weil sie dann kommt, dann sagt der Friede mit uns. Und an wir sehr Angst und meinten, sie sahen ein Gast. Und er sagt dann, woran ist ihr Angst? Und woran zweifelt ihr? So hier kommt Jesus manche Dinge, und die Wasser wusste dort nicht all, dass Jesus wir abgestanden. Und was Jesus manche kommt, dann haben sie nach Angst und Zweifeln. Und dann als die Geschichte, wo Jesus dann sagt, er checkt nur meine Hänge und an meine Seite kann ich sein, dass ich sehe, die Jesus, was die kritzig haben, und ich sie abgestanden. Und dass er nicht mehr tot wird, dass sie nicht brauchten, die Lebende, man die Tote sehen. Und so, dann sagt er dann noch an Propheten und Psalmen, wie er geschrieben, dann wieder sagt er hier, dann mögt er an das Verständnis ab, dass sie die Schrift verstanden. Zuerst sagen wir, dass er die Augen wieder geholt, und dann wird dann die Augen aufgemerkt, dass sie sein können. Nun sagt er, dann mögt er an das Verständnis ab, dass sie die Schrift verstanden. Und wo weit sind wir Jesus neu gefallen? Haben wir Jesus hier getroffen, wo er uns das Verständnis aufmerken hat, dass wir die Schrift verstehen können? Solange er uns nicht das Verständnis aufmerkt, wir können die durchlesen, so fertig uns wie wollen. Aber er uns das Verständnis aufmerkt, dass wir die Schrift verstehen können. Und er sagt zu an, so steht geschrieben, dass Christus leiden wird und am 3. Tag vom Tod abstehen und dass an sie Namen von Amtkehren und von Sündenvergebung gepredigt worden, soll man alle Völker. Die sollen in Jerusalem damit anfangen. Und so hier sagt er dort, dass die soll gepredigt werden, die Sündenvergebung und dass sie soll amtieren, das soll gepredigt werden, man alle Völker. Nicht bloß man die Juden, oder das soll man alle Völker soll dort gepredigt werden. Und dann sagt er, und ich will dort schauen, was mein Vater jünd versprochen hat. So hier gibt er eine Arbeit ab, das soll gepredigt werden über die ganze Welt. Und er sagt, ich will jünd schauen, was mein Vater jünd versprochen hat.
überblieft in Jerusalem, wat de kracht van boven over jullie komen wordt, en met jullie zeichnis door hinger stonen. En zo, hier zegt hij wat ze doen zullen, maar hij zegt wacht. Wacht, maar ik kunt dat waar schakken, wat mijn vader versproken had, wat God versproken had. En dan, wenn wir wieder lesen in Lukas 24, Vers 50, du sagst, den Heimnahm am Rüten über Bethanien und hof seine Hang ab und See dann. Und während Heu am Sehend verschwang hij von an und fuhr ab zum Himmel. Zij über beden am Mond gingen mit großer Freude nach Jerusalem und brachten ihre Zeit in den Tempel toe und dankten und lobten Gott. Und so, hier können wir sagen, dass alles, was hier prophezeit wird, even al im Alten Testament, dass wir alle zur Erfüllung kommen. Dass Jesus wird geboren worden, dass er wird gekreuzigt worden, er wird am dritten Tag abstehen, und dass wir alle hier prophezeit worden. Und aber es will sein um Himmel fort, dann sagt Luther sagt dort kriegt es einen Himmel vor, was er zurückkommen. Und nur dort lügen wir von der nach, dass Jesus Christus wird zurückkommen. Und wir waren durch Luther nach nachchecken. Und aber für nun sagt er, sie sollen nach Jerusalem gehen, und da sollen sie lernen. Und wenn wir dann an Apostelgeschichte gehen, da geht Lukas wieder mit der Geschichte, mit der Apostel. Und so ich das verstehe, Lukas hat auch das Buch geschrieben von Apostelgeschichte. Und so dass das noch ein bisschen ein über das andere. So wo Lukas abhört und Apostelgeschichte anfängt, das noch ein bisschen über das andere. So, wenn wir an Apostelgeschichte 1 Vers 4 anfangen, das sagt du, und es heute mit am Taub wir, befahl er an, nicht von Jerusalem wegzugehen, aber zu warten, was sie dort reden wird, der Vater versprochen hat, wovon er sagt, seht er je, wir haben Reden hier. Willst Johannes deupt mit Worte je übersalen, am einen Pordeu mit den Heiligen Geist gedeupt worden. Und als sie sich so taub trafen, frühen sie am Haar, was du Israel wahre ein Königreich herstellen? Und so hier können wir sagen, dort der Apostelgeschichte in Lukas, wo Apostelgeschichte anfängt, das redet von der Selbst, wo Jesus weggefahren hat. Und dann, er sagt dann, dort ist nicht verjüngt, die Tiden in der Deu zu weiten, der der Vater sich an seine Macht bestimmt hat. Aber wenn der Heilige Geist über ihn kommen wird, dann wird je Kraft kriegen und die waren meine Zeichen sehen. So hier können wir sagen, dort hat er den Heiligen Geist versprochen. Alles wir erfüllt zu kommen, was durch prophezeit wird im Alten Testament. Und nu sagt er, sie sollen nach Jerusalem gehen und sie sollen dort bleiben. Sie sollen nicht fortrennen, aber sie sollen dort bleiben, weil sie dort Geschenk kriegen vom Heiligen Geist. Und dann werden sie Kraft kriegen und die werden meine Zeichen sein. Wo weit sind eigentlich Jesus neu gefalscht? Nu sind wir meist krank bei Pfingsten. Wir sind Weihnachten vorbei, wir sind Ostern, wir sind Stille Freitag und Ostern vorbei, und dann, wo Jesus gelehrt hat. In unserem geistlichen Leben sind wir mit Jesus alle Wege mitgegangen, aber hier. Und dann sagst du, in Jerusalem, in Judäa, das wo ihr alle Zeichen sein. Du sollst anfangen, mit jenen einen Menschen soll ihr anfangen. Und über die ganze Welt. So, das fängt in Jerusalem an, ganze Judäa, Samaria und über die ganze Welt. So, Jerusalem und ganze Judäa, dort wir die ersten Menschen, Samaria, dort wir die Menschen, die durch Mank gefried werden, dort wir so ein derchen Onda, dort wir, und so dann soll es nächste nur da gehen und dann über die ganze Welt. Und als er das gesagt hat, sahen sie, dass er Fahrer am Wort abgehoben und an den Wolk nahm am Wasch, dass sie am nicht mehr sein können. Und als sie am heruntercheckten, während er im Himmel fuhr, stünden bei ihm mit einmal 2 Männer in Wetterkleider in der Tamseden. Die Männer von Galiläa, warum stehe ich hier und checken im Himmel? Dessen Jesus, der von Jünd in den Himmel angenommen wird kracht so zurückkommen, als die am seinen im Himmel fahren. Und so, warum stehe ich hier und checken bloß, dass Jesus aus dem Himmel gefahren? Gut in Jerusalem und Lüt, was die das Geschenk kriegen von Gott. Und wegen der
Gott sein Wort, das Evangelium auf der ganzen Welt verkündigen, das haben wir nicht anders, als wir sind bei Pfingsten gewesen. Wir gehen nach Jerusalem und wir lernen nur das Geschenk. So, sind wir nach Jerusalem gegangen und haben gelernt, dass wir wollen den Heiligen Geist kriegen. Sagt er, seht ihm, das ist nicht verdient. Ich sehe endlich mal, so anyway, hier gehen sie drei, in Apostelgeschichte 1, Vers 12, das sagt er, dann gingen sie drei nach Jerusalem vom Olivenberg, dort wir so weit aus sei Sabbat gehen dürfen. Und als sie zurückkamen, gingen sie ab den Beinen an ihre Stufen, wo sie sich abhielten. Du waren Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, Alphaeus und sein Sehen wir, und Simon, der Salut in Judäas, was Jakobus sein Sehen wir. Diese waren sich alle einig im Gebet. So hier, sie sind zurückgegangen an der obersten Stunde und sind sich alle einig im Gebet. Und dann Apostelgeschichte 2, Vers 1, 13, da sagt er, aus der Pfingsten ankam, werden sie alle ab einer Stelle taub. Und plötzlich hielten sie so ein Sturm, ein rügendes Geläut vom Himmel, so dass am ganzen Haus zu hören wir, wo sie sorten. Dann sahen sie mit einmal Zungen von Vieh, und die sahen sich ab jeder einen von an. Sie wurden alle mit den Heiligen Geist gefüllt und fangen an andere Sprachen zu reden. Und das ist von der Christenleben sehr, sehr wichtig. Dass wir nicht bloß bei Weihnachten bei der Krab bleiben oder bei Stille Freitag bei den Kreuz kommen oder Ostern bei der Auferstehung kommen, aber dass wir auch durchgehen, ganz bei Pfingsten. Jesus nur folgen. Wo wir, weil wir am nur folgen. Und bei Pfingsten durchkriegen sie den Heiligen Geist. Du wirst gefällt, sagte sie, wir alle gefällt mit dem Heiligen Geist. Und sie fangen an zu reden mit anderen Sprachen. Du nur aus der Geist und mählich mög. Und da wohnen so viele verschiedene Menschen und die hören alle die Botschaft in ihrer eigenen Sprache. Und es sagte, wir hören, der an unserer Sprache von Gott seine großen Wunderwortchen reden. Verwundert und verwillert führen sie einer den anderen. Was jaft es noch? Die anderen aber hatten ihren Spott darüber und sagten, da haben doch viel Wein getrunken. Wo sind eigentlich dürfen die? Freuen wir uns für das? Verwundert wir uns? Oder spart wir nachher und denken bloß, oh, das sind ein bisschen Ehrweihschuten, die tun sich so, die Hand sind so heilig. Das ist nicht in uns selbst. Das ist, wenn wir ganz bei Pfingsten gehen und wir wollen gefällt mit den Heiligen Geist, dann ist das ich lesen, dass sie nicht mehr Akt wird zu leben, aber das ist der Geist, wird an uns leben. Und vorhin dann stand Petrus ab und fing an zu predigen. In Apostelgeschichte 2,37, Vers 41. Da sagt er, als sie das nu jeden ging an dort zu horten, und sie sehen zu Petrus und die anderen Apostel, die Männer und liebe Brüder, was soll wir tun? So, er ging da wirklich zu horten, diese Botschaft, und für was soll wir tun? So, wenn wir nu gefällt worden mit den Heiligen Geist, und du gepredigt ward, und Menschen dort zu horten, und für was soll wir tun? Petrus sagt ihm, kehrt und lügt alle in Jesus Christus die Namen deupen, dat jünd de Sinnen vergift worden, dann wird Gott jünd den Heiligen Geist schenken. So amtieren und Gott wird jünd den Heiligen Geist schenken. Das wird Gott jünd in jüne Kinder versprochen hat. Das ist eine Versprechung von Gott. Und die amtieren, der wird jünd den Geist geben, für jünd in jüne nu kommen. Und all die wird weit auf sind, die Gott ans Haar nu sich raupen wird. Petrus redet ihm noch, der viel andere wird in der Mund lutjend uit diese verdrehte Generation rütraden. Und die sein Wort mit Frieden annehmen, leiten sich deupen, und an den Tag werden durch 3000 Säulen gekommen. Sei wie bei Pfingsten gekommen, wo Gott uns Kraft geben hat, Gott sein Wort zu verkennen,
en andere mensen van dit te vertalen, zoals de dingen hier duiden. En viele mensen keerden op en geloofden den Heilsplan, wat Petrus te predigen deed. Die hielden dat niet voor zichzelf. Ze blijven niet bij Pfingsten. Nu gingen ze aan de arbeid. Jezus had hen gezegd, ze zullen ganz Jeruzalem, ganze Welt gaan. En hij zei, goed naar Jeruzalem en leert wat je krijgen, wat God je gegeven heeft. En dat is wat ze deden. Want ze waren uitgegaan uit ihre ene kracht, dan würden sie das nicht vollbracht haben. Und krijg zo is dat met ons. Want wie nog maar bloot zijn, bij de kracht gekomen, we geloven dat Jezus geboren is. Aber wie noch nicht sind, bei Kreuz gekommen und dort erfahren haben, dass wir uns alle Menschen gestorben ist und begraben und nie abgestanden und dann bei Jerusalem gegangen und mit dem Heiligen Geist gefüllt worden, dann haben wir noch nicht die Kraft vom Heiligen Geist. Und so wie das Christenleben, das ist all diese Dinge, das ist nicht bloß glauben, dass Jesus geboren ist. Dat zijn al deze stappen. We moeten bij Pfingsten komen, waar we gevuld worden met een Heilige Geest. En dat aan ons geestelijke leven moeten we zo weit komen. En wieder wil ik wat lezen uit Römer 8. En wenn ich kriege, wann Vers das jetzt kann ich getekend den Vers überzeugt, aber wann dem sein Geist an ihn wohnt, der Jesus von dort abwirkt, dann wird der Christus Jesus von dort abwirkt, jene stoffliche Körpers auch wahrer zum Leben bringen, durch seinen Geist, der an ihn wohnt. Und denkt darüber, was von der Kraft hier ist. Das sagt, aber wenn dem sein Geist an ihn wohnt, der Jesus von dort abwirkt. Wenn wir denken, all die Dinge, was Jesus tut, und was von einer großen Kraft braucht dort, Jesus von dort abzuweichen. Wir denken so, naja, aber ich sehe mal das, ich habe nicht viel Schule gehabt und ich sehe mal so gering. Aber das sagt hier, wenn der Geist an ihn wohnt, der Jesus von dort abwirkt, dann wird der Christus Jesus von dort abwirkt, jene stoffliche Körper auch wahrer zum Leben bringen. Durch seinen Geist, der an ihn wohnt. Und so dass das nicht mit unserer eigenen Kraft, aber der wird unsere stoffliche Körper Leben bringen, durch den Heiligen Geist. Und Epheser 1, Vers 15. Du sagst dort, von dann aus ich von ihnen glauben und den Herrn Jesus hier, und wo die alle heilige Gott sind, hier ich nicht ab, für ihn zu danken und für ihn zu beten, dass der Gott von unserem Herrn Jesus Christus, der herrliche Vater, ihn macht, den Geist von Weisheit und Einsicht schenken. So hier sagt er, der macht den Geist von Weisheit und Einsicht schenken. So wenn wir diesen Geist gekriegt haben, dann haben wir die Weisheit und den Einsicht. Beter kennenzulernen. Wem? Unseren Jesus, unseren Gott, unseren Retter. Der wird uns, der Geist, der wird uns Weisheit und Einsicht geben. Möcht heute die Einsicht geben, am Hort zu vernehmen, wo groß die Hoffnung ist, der heute für ihn reut hat. Und wo groß und herrlich dort aufgeht ist, dort alle Heilige an Christus gekriegt haben. Wir haben ein Aufgabe gekriegt. Wir sind, wenn wir das annehmen, wenn wir durch Pfingsten gekommen sind, da wir den Heiligen Geist gekriegt haben, und sagt, dann haben wir ein Aufgabe, wenn wir sind Gott seine Kinder. Und wir wollen Ansicht haben und dort an uns Hort vernehmen, wo groß die Hoffnung ist. Der Heu verdient reuthaft und wo groß und herrlich dort Aufgabe ist, dort alle Heilige Christus gekriegt haben. Und dort die begreifen können, an uns eines Verständnis, ohne den Heiligen Geist, kann wir dort nicht begreifen. So ihr sagt, und dort die begreifen können, was für eine Riesenkraft Gott an uns wirken lässt. Das ist wirklich, wenn wir darüber denken, ohne der Heilige Geist, was uns gegeben ist, das ist der selbste Geist, was Jesus von dort abwachen hat. Und dort sagt das hat eine Riesenkraft. Wir haben keine Ursache,
uns terug te houden. Dat sagt dort als eine Riesenkraft Gott an uns wirken lässt, die wir an am glauben. Die wir an am glauben. Alle, die an am glauben. Wir haben eine Riesenkraft an uns. Dort ist dieselbe jährliche Kraft, der heute beweist, dass heute den Heiland von Tod abwirkt und bei sich zur rechten Hand den höchsten Ehrenplatz am Himmel gibt. Hoch über alle Menschen, hoch über alle Macht, in Gewalt, in alle Kraft und Herrschaften, die du genannt worden können, in dieser Welt oder die du noch kommt. Und so hier in Epheser 1, 15, 21, dort haben wir dort noch Himmel sein, dort die selbste Kraft. Und wir sind bei Pfingsten gekommen, dort wir den Heiligen Jesus kriegen haben, dann haben wir die selbste Kraft, wo unseren Herrn Jesus von dort arbeiten, der ist durch die Hand für alle Christen. Und wenn wir denken an Jesus fuhr, er hat nur eine rechte Seite im Fuder und steht an für uns und hat uns den Heiligen Jesus geschickt. Und sagte dann Kolosser 3, Vers 1 durch 11. Und das war ein von meinen favorite Versen. Kolosser 3, Vers 1 durch 11, das sagt, wenn die nicht mit Christus von dort abgestoßen sind, wenn die nicht mit Christus von dort abgestoßen sind, so sie sind gekreuzigt mit ihm, begruft worden und frisch abgestoßen, und die haben den Heiligen Jesus gekriegt. Das sagt du, wenn die nicht mit Christus von dort abgestoßen sind, dann siegt nur dort, was boven ist. Siegt nur dort, was boven ist, wo Christus bei Gott und erreichte sie satten hat. Denkt an dort, was boven ist und nicht an dort, was ab ihr ist. Wenn Christus, der nu ans Leben ist, vandaag kommen wird, dann wird die mit am Taub auch herrlich hergestellt worden. Die sind gestorben. Die alle Mensch ist gestorben. In ihr Leben ist mit Christus und Gott verstärken. In ihr Leben ist mit Christus und Gott verstärken. So, wenn wir ganz bei hier sind gekommen, dann ist uns Leben in Christus und Gott verstärken. Durch wen merkt alles an den Tod, was von jener sinnlichen Natur kommt. Dann richtet die ganze Reihe ab. Alles, was an unser alle Leben wird, das ist alle Tod. Das heißt, so Hurerei, Anreinigkeit, sinnliche Leidenschaften, Beiselast, Jeets als Kraxe aus Jatterdeinen, willst du wehen so was Gott sehen euer ever die kommen, die nicht gehorchen. Und so was mögt die mit aus die Beinen leben. So sagt, all das wird dort gemerkt, dass man die gestorben Kreuz. Und sagt, aber sonst das mögt die mit, aber nu, sagt er, aber nu so was auch alles auf. Es leicht so was alles auf. Seht euren, grahlen, Schlagseinen, Spatten, beleidigen, und wie it Gemüll, dort nicht untereinander lehen. Die haben ein oulet Eck mit seiner bösen Natur und Worten aufgelegt. Und die haben eine neue Natur angenommen. So als Jesus abstunden hat, sonst oulet Leben begruft ist mit Jesus Christus, dann haben wir eine neue Natur. Das alle ist nicht mehr hier, wir haben ein neues Leben an Jesus Christus. Und dann sagt er, und die haben eine neue Natur angenommen, der immer da nur dem leckend, der Jünd gemerkt hat. So wir wollen immer da nur dem lecken, der uns gemerkt hat. Und dort ist uns Verlangen, dass wir können wissen an die Dinge. Und so, hier sind wir bei hier gekommen und Jesus lässt sich däupen. Und so, wir sind nicht direkt bei dort, wo Jesus sich däupen lässt, und dann fängt er seine Arbeit an. So, Jesus fängt seine Arbeit nicht an, ehe er den Heiligen Geist gekriegt hat. Dann fängt er seine Arbeit an mit allen Tekens und Wunder, was er tun hat. Menschen heilen und lehren, all das. Und kriegt so seht er seine Dinge. Gut in Jerusalem und lehrt, was die den Heiligen Geist gekriegt haben. Und dann gut und lehrt alle Menschen. Und so, ich kann nicht dort noch alle durchgehen, was Jesus alle tun hat. Aber das ist die Frage, die ich für mich und für uns habe, wo weit sind wir Jesus nur gefolgt? Sind wir noch bei der Krab?
haben wir Weihnachten alle da, wir freuen uns so sehr, dass Jesus geboren ist, oder sind wir bei dem Stille Freitag gekommen um Kreuz, oder sind wir alle abgestoßen und bei Pfingsten, wo wir den Heiligen Geist gekriegt haben, aber die bleiben noch nicht durch. Sie bleiben nicht bei Pfingsten, sie gehen wieder an die ganze Welt. Sie wie auf dem Weg, an die ganze Welt das Evangelium wiederzubringen. Und wir werden zum Schluss noch beten. Und dann, himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für die Gelegenheit, Gott sein Wort zu reden. Und ich bete bloß, dass dein Wort nicht wird leidig zurückkommen. Ich bete, dass jede Person hier wird gesehen wurde durch dein Wort und dass sie sich selbst zu sein kriegen, wo sie in ein geistliches Leben sind. Auf sie sind, bei Pfingsten gekommen und nun wieder durch den Heiligen Geist leben und dass ihnen auch als gestorben und Kreuz und begruft und dass nun eine neue Person in gefällt mit den Heiligen Geist. Und ich bete bloß, dass wir können wissen an diesen Heiligen Geist und Weisheit und so viele Menschen als möglich von dieser guten Nachricht zu verteilen. Amen.